So, and now we are. And now, in 10, 9, 8, 7, I could do this in German, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. Right, so, now for the more formal view. Here we are at Pinball Universe in Bünde. That's good. Close enough? Okay. Yeah. Bünde. 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 Pinball Universe, these guys up here in my stream, every stream, because they are sponsors of JDL Pinball. And as most of you will know, JDL Pinball is a pinball streaming company for tournament play. We follow most of the major tournaments, certainly in Germany, some in Europe, and wherever anybody will invite us to. So this is a sort of a new venture, okay? Yes. And this was my friend Dirk Elzholz, who you will meet very shortly, the managing director of Pinball Universe, asked if we would do this stream of a new machine, the brand new machine from the pinball manufacturer Stern, called Teenage Mutant Ninja Turtles. You can probably guess that from the title on the screen. So we said, okay, it's not what we normally do, okay? So we've had to put on a completely different concept here. We're using a lot of different technology, which is for the first time, and it may not work. But we've got some great people here. We've got Dirk, we've got Marc, we've got Sebastian. I'll introduce those to you in a bit more detail as we go through this stream. We're expecting to be with you for probably about 2 hours. If you want us to go on longer, just send in requests, and we can set up some beds or something and stay the night. Yes, welcome to the stream. It's Independence Day in America, so I'm guessing everybody will be out partying once they get out of bed. Happy Independence Day to any Americans watching. Guten Tag to all the Germans, or Guten Abend. Guten Abend. And we will be doing, part of this stream will be in German. We are, the biggest part of our audience tonight will be from Germany. Obviously the major customers of Pinball Universe are German, so we'll be doing a mixture of German and English. You'll be pleased to know I won't be doing the German. Okay. Yes, that's for everybody's benefit. Right, so I'm going to pass you over to Dirk. Dirk Elzholz, the managing director of Pinball Universe. He's going to appear on another screen over here, and there he is, as if by magic. And he's going to give an introduction, and this is going to be in German. Okay, so. Neuen Flipperautomaten von Stern aus Pinball Universe. Wir haben uns gedacht, zu Corona-Zeiten machen wir doch mal ein bisschen was anderes. Machen wir mal aktuelle Titel von Stern. Wir haben 2 Geräte hier bei uns im Showroom. Das eine ist hier schon vorbereitet zum Streamen. Wir haben da drüben gleich noch ein geöffnetes Gerät, wo wir ein bisschen was von dem Gerät erzählen werden. Nochmal ein bisschen filmen werden, ohne Scheibe, das nochmal ein bisschen zeigen, dass man sehen kann, wie steil die Rampen sind, wie sieht das Gerät aus. Hier haben wir jetzt gerade aktuell nur eine Draufsicht. Und ja, wir freuen uns auf jede Menge Zuschauer. Es kann auch gechattet werden. Und ich bin auch nicht ganz alleine hier. Vielleicht mögen mal meine beiden Kollegen rüberkommen. Denn der Sebastian Pötschke zu meiner Rechten ist noch hier. Und auch der Marc Steinmeier ist da. Wir werden heute die Maschine für euch ein bisschen spielen. Und auch die verschiedenen Modi vorstellen, wie Einzelspielerspiel als auch Cooperative Game oder Teamplay. Gut. Okay, so before we just change this view, I'll just explain a little bit about COVID-19 and how we're going to keep this live stream safe and within the COVID rules. We are in a room of Pinball Universe, which is suitable, allowed for 10 people, and there are 5 of us, so we are obviously within that rule. We are going to maintain social distancing throughout the stream, and you can see just behind Marc's head there is a hand sanitizer. There are 2 other hand sanitizers in the room, and the players will be regularly sanitizing between play. Me and Dina are married, so therefore we are part of the same household, so we're allowed to be close together.
It doesn't happen that often, but nice when it does. Sorry. So we are COVID safe, and I know that's important to a lot of people watching. So I wanted to demonstrate that we have taken all measures to ensure that we're performing in a COVID safe environment. Okay, so I'll bring you back to the desk now. And you can see from the desk behind me we have a wonderful array of Stranger Things. For those observant, behind the player is a area set out with Jurassic Park machines. And this room is full of everything. So Iron Maidens, Black Knights, Elvira's, yeah, so everything. Okay, so it's really, really nice to be here. The next thing we're going to do is we're going to get rid of Dina. Get rid of Dina? Bye-bye. With the mask? With the mask. And Dina is going to operate the gimbal and give us a tour of the machine. And Dirk, oh sorry, sorry. This tour of the machine is going to be after this from our sponsors. Okay, hope you enjoyed that promotional video. Just gives you a tour. We were going to do it with the gimbal, but then as the promotional video was there, that seemed a better way to do it. So what we're going to do now is go to Dirk and Dina. Dina will be operating the gimbal to take you around the machine, and Dirk will be explaining some of the shots, the targets, and the game itself. This will be in mainly German, I believe. Yeah, Dirk and I will cover some of the same things in English during the rest of the stream later. The reason we wanted to do this with the gimbal is because an overhead view of the playfield is always very, very difficult then to see the third dimension. So we wanted the opportunity for you to be able to see the game up close. So here we go. Ja, wir haben hier den Flipperautomaten etwas modifiziert. Das ist unser zweites Gerät. Wir haben hier schon einen Spielfeldprotektor drauf liegen, wir haben hier schon einen Shooterlane-Protektor drin und wir haben unser Colored Clipset hier drin. Das grüne, das ist nicht original. Insgesamt muss man ehrlich sagen, ist dieser Flipper von Stern Pinball sehr, sehr gut ausgestattet für die Pro-Variante. Wir haben 3 Flipperfinger an dem Gerät und wir haben auch insgesamt 3 Rampen, die ein sehr spezielles Design haben. Ich gehe mal die einzelnen Rampen durch. Wir haben hier einmal die sehr steile linke Rampe, die wirklich sehr hoch unter die Scheibe geht und dann in die linke Inlane zurückführt. Wir haben die rechte Rampe, die vom Design her sehr speziell ist, denn sie endet hier hinter dem Auto und die Kugel kommt dann über den Orbit zurück. Und wir haben hier, wenn wir mit dem oberen linken Flipperfinger spielen, noch die Rampe, die hier lang läuft und entsprechend die rechte Inlane wieder füttert. Des Weiteren haben wir, wie wir das auch von anderen Geräten vielleicht schon kennen, wie beim Beatles oder dem Spider-Man, die mir gerade einfallen, die Möglichkeit auch hinter den Flipperfinger zu spielen. Die Kiste ist einfach sehr, sehr schnell, muss man sagen. Das werden wir auch gleich noch im Video sehen.
Aber die Maschine hat auch an vielen Stellen die Möglichkeit, die Kugel festzuhalten. Wir haben hier einmal einen Post, der die Kugel festhalten kann, um Videos abzuspielen. Wir haben hier einen Ballstopper, der auf beiden Rampen die Kugel stoppen kann, um mal eine Videosequenz einzuspielen. Und wir haben hier das Auto. Das Auto selber, man kann reinspielen, verfügt über eine Lock-Funktion, wo physikalisch unter dem Auto bei der Pro-Variante bis zu 3 Kugeln gelockt werden können, die dann beim Auslösen des Multiballs zieht der Flipperautomat, dann lässt er die Kugeln hier raus, zieht den Flipperfinger an und sammelt die Kugeln hier auf dieser drehenden magnetischen Scheibe und startet damit dann den Multiball, der zufallsabhängig zwischen 3 und 6 Kugeln ins Spiel einbringt. 3 sind erstmal auf der Scheibe und bis zu 3 weitere werden aus dem 6-Kugel-Ballmagazin eingeschossen. Wir haben uns jetzt nicht komplett abgesprochen. Jim, möchtest du ein bisschen erst was übernehmen oder soll ich erstmal weitermachen und du machst am Ende was? Okay, Jim sagt, ich soll weitermachen, alles klar. Wenn wir jetzt ein bisschen auf das Regelwerk eingehen, das Schöne an dem Gerät ist, das Regelwerk ist relativ schnell zu erlernen. Trotzdem hat das Gerät sowohl für Einsteiger einen hohen Spielspaß als auch für erfahrene Flipperspieler, denn wir haben insgesamt 8 Missionen, die man spielen kann, 8 Gegner, gegen die man kämpfen kann. Hier haben wir noch einen 9. Gegner, das ist dann der Schredder, gegen den wir kämpfen, oder seine ganze Bande. Und wir haben auch noch ein echtes Finale, wo man nicht nur diese 9 Missionen spielen muss, die hier angedeutet sind, sondern auch noch entsprechend andere Aufgaben, Super Jackpots, Cherry Ups einsammeln muss. Da gehen wir später noch drauf ein. Um eine Mission zu starten, einmal so die Basics, muss man einmal die linke Rampe spielen und einmal die rechte Rampe. Die leuchten gelb im Spiel und dann leuchtet hier Start Episode und man kann in das Auto reinspielen und startet einer dieser 8 Missionen. Ansonsten kann man gleich zu Spielbeginn bis zu 3 Kugeln im Auto einlochen oder 3 Kugeln einlochen und dann startet sofort der Multiball. Man muss nicht wie bei anderen Geräten klassisch erstmal das Log beleuchten, sondern man kann direkt den Multiball 3 Kugeln einlocken und den Multiball starten. Wir haben noch so andere Features. Wir haben hier rechts das große April-Target, was man in einer gewissen Zeit buchstabieren muss. Am Anfang kann man sich Zeit lassen, nachher muss man schon sehr gezielt darauf spielen, um April voll zu kriegen. Da startet dann jeweils das April Hurry Up hier auf der rechten Rampe. Das bringt eine Menge Punkte, das ist was, worauf man achten sollte. Wir haben dann noch die Möglichkeit, ein bisschen ähnlich wie beim Iron Maiden oder bei anderen Geräten, hier einen Loop zu spielen mit dem obersten Flipperfinger. Die Kugel läuft dann hier lang, kommt zurück und eine Aufgabe, die man erfüllen muss, um sich das Endspiel freizuschalten, ist in Kombination 3 Loops zu spielen und danach die Rampe hier zu schießen. Was schon recht anspruchsvoll ist, weil die Kugel doch schon sehr, sehr schnell werden kann an der Stelle. Dann haben wir hier auf der linken Seite leer stehen, wo wir das dann auch buchstabieren müssen. Und wenn man das buchstabiert hat, dann gibt es eine Trainingsmission, wo man seine Skills, also die Fähigkeiten seiner eigenen Schildkröte erweitern kann. Am Anfang hat man eine bestimmte Fähigkeit, wenn man das Spiel startet. Jede dieser 4 Schildkröten haben unterschiedliche Eigenschaften. Bei der einen kann man den Turtle Power Multiball sofort auf der rechten Rampe starten. Bei einer anderen kann man sofort eine Mission starten. Bei dem anderen ist gleich an den Outlands das Battle Again, der virtuelle Ball Save beleuchtet. Das sind die Möglichkeiten der Schildkröten. Da gehen wir später auch nochmal im Detail drauf ein, das muss man auch nochmal sehen dann im Spiel. Und ansonsten wieder sehr konsequent umgesetzt. Mission starten, am besten noch einen Multiball zur Hilfe nehmen und in der Mission die blinkenden Schüsse spielen. Das wird von der Maschine, auch wenn sie jetzt sehr, sehr bunt und bonbonfarben leuchtet, recht genau angezeigt, was man denn zu schießen hat. Und der letzte Schuss muss immer ein Schuss sein, wo der Ball gestoppt werden kann. Der leuchtet dann immer in kunterbunt, damit er dann sein Video abspielen kann, dass man den Gegner besiegt hat sozusagen. So, was gibt es noch bei dem Gerät? Man kann, wenn man einen Skillshot gemacht hat, der Skillshot ist auch ein bisschen anders als bei anderen Geräten.
Wenn ich den Ball einschieße, kann ich entweder die passende Lane treffen, also die linke leuchtet immer, dann muss man ihn in die linke geben. Ich kann aber auch, wie man es bei anderen Geräten kennt, die linke Flipper-Taste gedrückt halten. Dann wird mir der Ball komplett rumgeschossen und ich kann kontrollierter in das Spiel gehen, als wenn die Kugel aus den Bumpern rausläuft. Abhängig von den 4 Schildkröten, die man auf dem Spielfeld findet. Wir haben hier Leonardo, wir haben den Donatello hier vorne, wir haben den Raphael, muss ich selber mal eben schauen, hier vorne und den Michelangelo im Auto. Das ist der Skillshot. Also wenn man die Schildkröte ausgewählt hat, dann hat man den Skillshot. Und das Besondere ist, dieser Skillshot hat, glaube ich, einen Timeout-Wert im Default von ungefähr 20 Sekunden. Das heißt, hat man 20 Sekunden Zeit, um diesen Skillshot zu machen. Das liegt natürlich auch daran, wenn die Kugel hier oben ist, kann ich ja unmöglich sofort auf die rechte Rampe spielen. Das ist eine Besonderheit. So einen Skillshot hatten wir an den anderen Maschinen auch noch nicht. Ist eigentlich auch eine sehr schöne Sache. Ansonsten sehr bemerkenswert. Die Maschine hat Softwareversion 1.04. Meines Erachtens nach ist die Maschine komplett durchprogrammiert. Man kann das Halbfinale spielen, man kann das Finale spielen. Wir haben die Maschine auch schon viel gespielt, wir haben auch schon alles gesehen und getestet. Und es machte einen sehr, sehr runden Eindruck. Ich glaube nicht, dass da noch viel kommen wird, weil sie ist einfach fertig durchprogrammiert. Wahrscheinlich wird man nochmal an der einen oder anderen Stelle das Scoring mit dem Bugfix etwas anpassen. Es gibt 1, 2 Schüsse, die übermäßig viele Punkte bringen oder Sachen, die überhaupt nicht zählen. Das ist sowieso ein bisschen die Eigenschaft von der Maschine. Macht man Schüsse, die nicht beleuchtet sind, kriegt man auch nahezu gar keine Punkte. Also man muss wirklich schon gezielt schießen an der Maschine, um punktetechnisch voranzukommen. Gut, das ist heute erstmal die Pro-Maschine im Stream. Ich sage nochmal eben was zu den Unterschieden. Die Premium LE-Variante wird dann nicht nur 6 Kugeln haben, sondern 8. Die hat hier am Auto eine Klappe, die dann aufgehen wird, wo dann auch noch 2 weitere Kugeln rauskommen können, sodass man einen 8-Kugel-Multiball spielen kann. Während sich bei dieser Maschine die Disk nur in eine Richtung drehen kann, kann sie sich beim Premium und LE in beide Richtungen drehen. Und das große Feature, was dann noch kommen wird beim Premium und LE, während die Rampen hier beide statisch sind und ich hier nur die Möglichkeit habe, die Kugel zu stoppen, wird bei der Premium LE-Variante hier ein Umschlag zu dem rechten Flipperfinger oder zu dem linken Flipperfinger zurückrollen soll. Gut, ich glaube, das war erstmal so ein ganz schneller Regelüberblick, aber viel mehr Regeln muss man auch nicht erklären. Es ist alles relativ selbsterklärend, wenn man mal 2, 3 Spiele gesehen oder gemacht hat. I would like to hand over to Jim. That was awesome, Dirk. Thank you very, very much. That went a little bit beyond my German language skills, so I do appreciate you standing in and volunteering for doing that. Maybe I do it next time. Yeah. Okay. Okay. So right, the next thing we're going to be doing is we're going to play some games. So you'll be pleased to know now you're going to see some actual action. So I'll switch you over to the Pinball View. This is obviously very similar to what we've done before, so nothing new here. We do have this additional view, which is a camera looking down on the players. So you will be able to see them as they play. The 4 players are going to be Dirk, Marc, Sebastian, and Dina. Unfortunately, they won't let me play, so I've got to sit here and man the microphones. I will tell you a lot of what Dirk's said in German as the games are being played, so you will get a repeat of that in English. We can't guarantee it's exactly the same, but it will be similar. Okay, so we're going to start with the 2-player game. Which 2 players? They're going to change round, so we'll start off with 2 players and then switch round. So Marc versus Sebastian is the first game, the first battle. So I'll turn another microphone up which gives you some of the sound from the pinball machine. Okay, so ready whenever you are, guys. Oh, we need to set the call going as well, yeah, okay.
Basically, we're using mobile phones here as a communication mechanism with everybody on a WhatsApp audio call. I need it plugging in here. Right, I had to leave the group because the group call is not possible on five people. So. Oh, okay, so it's 4 players only. Yeah. Okay. Right. Okay. So